Heute führe ich ein Gespräch mit Thomas Steinhauser. Du kennst ihn vielleicht vom Kanal Einfach nur Rohstoffe. Er wird uns jetzt und hier einige spannende Unternehmen vorstellen. Lass dich überraschen. Thomas, bitteschön. Ja, schön, dass ich wieder auf deinem Kanal sein darf. Wir hatten uns ja schon vor, ich glaube, gutem Jahr mal unterhalten. Richtig, da haben wir 2 Interviews gemacht, 2 spannende. Einmal zum Thema Uran und dann zum Thema Kasachstan. Da haben wir über Genau, ja. Kaspi gesprochen, Ja, ja. Kazatomprom. Ja. Und das sind alles Werte, die ganz gut gelaufen sind. Mhm. Ja, also die ganz große Kursexplosion ist noch nicht erfolgt, Mhm. aber es hat sich ganz vernünftig nach oben entwickelt. Also noch nichts Verrücktes passiert, Mhm. aber eben ganz solide. Also bei Kaspi, da war es ein bisschen ruckelig, aber ähm, gab es neulich immer so einen Shortseller-Angriff, aber der Mhm. ist wahrscheinlich abgewehrt. Ja. Und bei Uran, da hatten wir jetzt 'n bisschen so 'ne Berg und Talfahrt. Zurzeit sind wir eher wieder geht's eher wieder Richtung nach oben. Ähm, Letztendlich ist dieses Uranspiel natürlich diese Uran-Investment-Sache natürlich jetzt 'n bisschen 'n Wattespiel einfach. Mhm. Ähm, jeden Tag wird die These besser. Jeden Tag Mhm. wird Uran verbraucht, jeden Tag wird zu wenig aus'm Boden geholt. Mhm. Jeden Tag kommen schlechte Nachrichten. Jetzt vor ein paar, Tagen wieder, dass Russland kein Uran mehr liefert. Ja. Natürlich für diejenigen, die Uran im Westen produzieren. Mhm, Für Cameco. ja, genau, also Cameco, die haben jetzt 'n Allzeithoch erreicht, glaube ich, gestern. Ja. Danach sind sie wieder 'n bisschen abgeschwächelt, aber es ist wenige Ticks unterm Allzeithoch. Ja. Und ich meine, wir sind halt in 'nem Bullenmarkt. Und was macht man in 'nem Bullenmarkt? Man wartet einfach ab und reitet den Bullen. Richtig. Ja, also ist 'ne spannende Zeit grade und es ist auch schwer, was Passendes zu finden, ja? Also ich habe so das Gefühl, es ist alles irgendwie sehr hoch, ja, und ich habe Angst, da einzusteigen, weil wenn jetzt irgendwas passiert, es kann ja sein, hm, dann geht's richtig runter, ja? Im Grunde, wenn man sehr oben einsteigt, dann kann man nur noch fallen, ja? Das ist meine Befürchtung. Ja, es ist manche Märkte sind auf'm Allzeithoch. Der Mhm. US-Aktienmarkt ist, das Allzeithoch praktisch oder paar Ticks drunter. Ich habe Ja. jetzt vor paar Wochen etwas zu früh meine letzte große US-Position verkauft. Ei. Mhm. Und jetzt schauen wir, wo gibt's noch günstige Bewertungen und Genau. wo wollen wir uns heute 'n bisschen anschauen. Ich habe dich ja schon 'n bisschen schon darauf vorbereitet. Ja, ja, sehr Wo spannend. wo gibt's noch Wachstum und Mhm. günstige Bewertungen? Weil beides wollen wir eigentlich haben, ne? Mhm. Ich meine, hast du günstige Bewertungen, dann hast du vielleicht 'ne Value Trap und das Zeug bleibt auf ewig günstig. Und, ja, 'n bisschen Wachstum schadet natürlich nicht, ne? Ja, ja. Ja, ja, und da findest du ja eher nur in 'ner Nische was, ja? Da musst du in die Schwellenmärkte gehen und da kann man wirklich noch am meisten Punkte machen, ja? Ja, ich habe dir ja neulich mal diese Grafik von dem Ray Dalio geschickt. Ich weiß nicht, ob wir Mhm, ja, mal genau. Ja. die mal einblenden können. Er Mhm. hat eben so 'ne Studie gemacht, so 'ne Untersuchung, wo welche Länder werden die nächsten 10 Jahre starkes Wachstum haben. Mhm. Und, Spoiler, also Deutschland ist es nicht. Ach, Und, wundert mich, ja. ähm,
ich meine, solche Länder wie Frankreich, die jetzt 60% Staatsanteil haben an der Wirtschaft, Tendenz steigend, Mhm. Arbeitszeit, die wollen jedes Jahr früher in Pension gehen und mehr Rotwein trinken. Das gönnen wir ihnen, ja, aber es ist die Frage, ob das zum Investieren das Richtige ist, ne? Und ich meine, dann schauen wir uns halt mal an, welche Länder da oben stehen, ne? Ja, genau. Mhm. Ich glaube, an Platz 1 war Indien. Hast du da irgendwie 'ne Meinung zu Indien oder hast du schon was in Ja, ich Indien? habe 'ne Meinung zu Indien. Ich finde Indien auch spannend. Ich glaube das auch, aber ich habe so ein Problem, in den indischen Markt zu kommen, ja. Es gibt so diese Infosys oder so, die halt auch, außerhalb Indiens gehandelt werden, aber, so die Firmen, die mich interessieren, da komme ich gar nicht richtig ran, ja. Da schaue ich so 'n bisschen zu, ja. Und, ja, ich habe einfach keinen Zugang zu dem Aktienmarkt. Und, Indien ist für mich auch, also, es ist, wahrscheinlich wirklich der spannendste Markt, aber es ist für mich auch, sehr, wie soll ich das sagen, undurchschaubar. Also, da gibt es so viele Störfaktoren. Ich habe so den Eindruck, dass so 'n paar Unternehmen sehr gehypt werden, ja, dass da aber noch so viel Unklarheit besteht, ja, und so viele Unwägbarkeiten, dass ich mich da einfach nicht traue. Ich habe da eigentlich ähm, ich habe da kein so sicheres Gefühl. Wie zum Ja. Beispiel 'ne Kazatomprom oder 'ne Kaspi. Da ist das alles sehr klar und auch, für mich, valide. Das kann Mhm, ich von Indien nicht sagen. Also, Indien ist für mich, noch kein China-Ersatz zum Beispiel. mhm. Ja, bei den Kaspi und Kasatom ist es halt, recht schön. Die haben jetzt beide fast ihre 10% Dividende, ne? Da kommt Mhm. das kann man ich meine, anfassen kann man's auch nicht, aber Ja. es fühlt sich schon, gut an. Ja, ich habe Mhm. halt lange Zeit auch das Problem gehabt, dass ich nix Gescheites gefunden habe. Ich hatte mal vor längerer Mhm. Zeit so 'n Pharmaunternehmen, das wurde dann aufgekauft. Mhm. Was, glaube ich, auch noch ganz interessant ist, gibt so die haben ja alle so lustige Namen. Ich glaube, Dr. Reddy's Laboratories, so 'n Pharmaunternehmen gibt's. Ui, ui, ui. Hört sich ja sehr suspekt an. Ja, ja. Aber die machen, glaube ich, ist ganz interessant, aber ich wollte heute eigentlich mal auf was anderes eingehen. Ja. Und zwar ist es 'ne Beteiligungsgesellschaft, die heißt Mhm. Fairfax India. Dazu Fairfax sollte man India. vielleicht sagen, Fairfax, das ist 'ne kanadische Beteiligungsgesellschaft, die gibt's schon seit 40 Jahren. Mhm. Und die wurden gegründet von so 'nem indischstämmigen Kanadier. Ich glaube, Prem Mhm. Watsa heißt der. Hm. Und er hat in diesen 40 Jahren hat er das, glaube ich, verfünfhundertfacht. Oh. Und ich meine, da sagen sie ja, der kanadische Warren Buffett. Ich meine, es gibt dann den Warren Buffett von überall her. Jetzt gibt's auch den kanadischen. Ja. Und vor 'n paar Jahren, nach dem Amtsantritt von Modi, hat er gesagt, ist 'ne schöne Sache. Dieser Modi macht ein paar Reformen, will die Infrastruktur ein wenig auf Vordermann bringen, Mhm. weil die Infrastruktur in Indien ist ja immer noch katastrophal. Also, der Jim Mhm. Rogers hat schon vor 20 Jahren geschrieben, Mhm. er hat gesagt, in Indien, da bewegt sich 'n Laster im Schnitt mit 15 km/h, weil er ständig irgendwelchen Kühen ausweichen muss oder Ja, irgendwo im Schlamm feststeckt. Und in China war das damals also schon 80 bis 100, ne? Also, da ist ja. so der Rogers hat das eben mit anschaulichen Beispielen, gebracht. Und er hat Mhm. gesagt, das ist da muss richtig was passieren, um da Mhm. die Bremse zu lösen. Und dieser Watsa hat indischen Background, hat 'ne Erfolgsgeschichte Mhm. hinter sich und er hat eben gesagt, dieser Modi, der bringt das jetzt in die Spur und der macht ein paar Mhm. Reformen. Ist natürlich nicht einfach, ist 'n Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern, wissen wir Mhm. alle. Teilweise gibt's dort
in Bangalore Hightech-Unternehmen. Mhm. Teilweise in Kalkutta ist die Armut größer als in den schlimmsten Elendsvierteln in Afrika. Mhm. Ist nicht leicht, Okay. das zu lösen, Ja, ja. aber die sind jetzt auf'm Wachstumspfad. Mhm. Und zurückzukommen auf diesen Watser, der hat eben jetzt diese Gesellschaft gegründet, Fairfax India. Ja, okay. Und der hat jetzt eben so Beteiligungen an Banken, Industrieunternehmen, teilweise so Fintech, bargeldloses Zahlungssystem, also so 'n Potpourri an Mhm. unterbewerteten indischen Unternehmen Mhm. zusammengekauft. Mhm. Ähm, Die haben den internen Wert, also den Net Asset Value jedes Jahr gesteigert um Mhm. über 10%. Mhm. Allerdings ist der Markt nicht so richtig mitgezogen. Mhm. Ähm, Das hat dazu natürlich geführt, dass das Unternehmen jetzt ungefähr zur Hälfte seines bilanzierten Wertes notiert. Mhm. Jetzt hat man natürlich die Gefahr, das könnte so 'n Ei sein, so 'ne Value Trap, was auf ewig auf ewig billig bleibt. Ja. Und jetzt, haben wir aber noch was ganz Interessantes. Und zwar, die haben 'ne riesengroße Beteiligungen, also 'ne riesen also 2 vom Portfolio macht 'ne Beteiligung 'ne außerbörsliche Beteiligung an dem Bangalore Airport aus. Mhm. Jetzt ist die Frage, was ist so schön an dem Airport? Der war jetzt auch 'n bisschen im Dornröschenschlaf. Also, Mhm. während Covid hat praktisch keine andere Branche mehr gelitten als die Luftfahrtbranche. Deswegen waren die bisschen auf Tauchstation, haben kein Geld verdient, ne? Ja. Bessert sich jetzt, haben wir Mhm. Nachholeffekt eventuell. Mhm. Dieses Bangalore ist die reichste Stadt in Indien. Mhm. Das ist das Hightech-Zentrum. Da sind diese, wie du schon genannt hast, diese Infosys, die Ja. haben ihren Sitz. Gibt noch 'n paar andere kleinere. Und dadurch, dass viele Unternehmen, Klumpenrisiko haben in China mit so Auftragsfertigung, Mhm. versuchen die jetzt sukzessive nach Indien umzuleiten oder Mhm. zumindest noch 'n bisschen als Standbein. Und es spielt sich Mhm. alles in dieser Region Bangalore ab. Mhm. Das ist sozusagen die wenn Shenzhen die chinesische Silicon Valley ist, ist eben Bangalore das indische Äquivalent Mhm. zum Okay. Silicon Valley. Also Ja. und die haben da 'n Monopol auf den Flughafen. Es dürfte, glaube ich, im Umkreis von 150 Kilometer keiner 'n anderen Flughafen bauen, irgendwie die nächsten Mhm. 20 Jahre. Oh. Und die rechnen also damit, dass die Passagierzahlen die haben jetzt auch 'ne große Erweiterung gebaut, Mhm. dass diese Passagierzahlen bis Ende des Jahrzehnts auf Richtung 100 Millionen gehen. Mhm. Und dieser Flughafen, das ist 'n Monopolgeschäft. Das sind recht sichere Einnahmen, wenn jetzt nicht noch mal so 'ne Mhm. Covid-Geschichte kommt natürlich nur. Mhm. Und so 'n, Unternehmen notiert normalerweise mit 'nem hohen Multiplikator. Also, Mhm. manchmal sind solche Flughäfen in Australien mit 'nem KGV von 30, 40, in Neuseeland sogar noch drüber. Mhm. Oft sind solche Flughäfen natürlich auch nicht börsennotiert, deswegen ist es schwer, Vergleichszahlen zu bekommen. Mhm. Das ist im Moment noch 'ne außerbörsliche Beteiligung, aber die wollen den Mhm. Flughafen an die Börse bringen. Ah, ja. Und wenn das an die Börse kommt, haben wir natürlich die Chance auf 'ne Neubewertung, dass wir, wenn Mhm. wir zum Flughafen so 'n 20er oder 30er KGV draufklatschen, Mhm. kann's sein, dass wir am Ende feststellen: „Ups, diese Flughafenbeteiligung ist ja 2, 3, viermal so viel wert wie jetzt die ganze Fairfax India." Ja, ja. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sich da was bewegt. Ein bisschen hat sich schon was bewegt, aber auf Mhm. kleiner Flamme. Also, die sind jetzt aus so Mhm. 'nem zweijährigen
dreijährigen Seitwärtstrend leicht nach oben ausgebrochen, Mhm. hat, 'ne Menge an Substanz, das Unternehmen. Mhm. Einige von diesen bei diesen Fintech-Unternehmen, da weißt du nie, was setzt sich durch, aber es kann einer dabei sein, die vielleicht der große Gewinner sind. Mhm. Das Abwärtspotenzial ist begrenzt und wir haben eben diesen großen Katalysator. Das wäre jetzt eben meine Idee für Indien. Also, ich selber habe Ja. sie Mhm. und das ist jetzt halt was zum Abwarten. Ja. Aber also, das hört sich sehr spannend an und auch nach sehr viel Potenzial, weil Indien ist, wie gesagt, der Markt, der wächst. Ja. Und das Problem ist natürlich so in solchen Märkten, dass, bei vielen Geschäftsmodellen sehr geringe, Markteintrittsbarrieren sind, ne? Dann macht einer 'ne Autovermietung auf, dann machen 10 andere auch eine auf, ne? Man sieht es oftmals in so Entwicklungsländern, da wird einer in dem Dorf reich und dann macht jeder das Gleiche und dann ruinieren sie die Margen. Deswegen muss man natürlich auch 'n bisschen schauen, welche Geschäftsmodelle haben wir 'n Mhm. bisschen 'n Burggraben. Und ich Ja. glaube, dieser Watsa, der weiß das auch. Der hat ja schon 'n paar Milliarden damit gemacht und der hat Mhm. sich da eben umgeguckt. Ja, das wäre jetzt die erste Idee. Ja, also der Flughafen ist in jedem Fall 'n Burggraben. Also, das ist jetzt keine Bude, ne, sondern Ja, und das alles ist geht da durch, ne? in 'ner interessanten Region auch. Da wird auch Flugverkehr hingehen und das ist also die Mhm. interessanteste, Boomregion in Mhm. ganz Indien. Mhm. Ähm, jetzt jetzt wird ja Donald Trump Präsident und, das hat natürlich auch, Effekte, ja, und zwar, eher in, Südostasien, denke ich, also in der Region um China rum. Ja, ist schwer natürlich, das alles, einzuschätzen, Ja, aber ja, es ist natürlich so, ähm, die Amerikaner haben 'n Klumpenrisiko China. ja. Wichtigster Handelspartner, was in so 'nem Walmart, Store drin ist, ist Zeug, das kommt alles aus China. Mhm. Egal, ob das IKEA-Regal ist oder der Grill oder was auch immer, was die Amis Mhm. alles kaufen. Das Mhm. kommt mehr oder weniger alles aus China. Und es ist 'n riesengroßes Klumpenrisiko und bissel ist es natürlich so, wo kann man das produzieren lassen? Genau. Im Der Trump träumt ein bisschen davon, das im eigenen Land zu machen, aber du sagst schon, ne, Ja, wilde Träume, ja, ja. ja, bei den Löhnen, ich sage jetzt mal, Ja. wie man bei uns in Unterfranken sagt: „Das kannst vergessen", ne? Ja, auf Deutsch gesagt, ja. Ähm, Du hast schon mal ein interessantes Video gemacht. Mexiko ist natürlich, Ja. ähm, die erste Idee. Mhm. Teilweise bauen ja die Chinesen jetzt schon vorauseilend Fabriken in Mexiko und denken dann, Ja, die ja, können den Amis ihr Zeug als ja. mexikanisches Zeug unterjubeln, ne? Ja, ja. Aber auf was man natürlich oder was rein ist natürlich Südostasien. Wo Malaysia zum Beispiel habe ich 'n Video gemacht jetzt, ne? Ja, ja, ja. Geht auch ab da langsam. Malaysia ist natürlich sehr schwer zu investieren. Mhm. Also, ich glaube, über Interactive Brokers kann man malaysische Aktien kaufen. Mhm. Viele von den Unternehmen sind aber gar nicht handelbar. Also Mhm. und auch in Vietnam, ich habe mal gehört, dass so 'n Land wie Vietnam inzwischen schon der zweitgrößte Smartphone-Produzent ist. Ja. Allerdings sind es halt da hat Samsung 'ne Fabrik, da hat, Huawei 'ne Fabrik Mhm. und wie sie alle heißen. Ja, ja.
und ich kann halt jetzt nicht ähm in diese Joint Ventures da investieren. Was ich Mhm. aber versuchen kann, in die ganze Region zu investieren. Genau, ja. Und wir gehen davon aus, dass es früher oder später in diesen Ländern 'ne Mittelschicht entsteht Mhm. und dass dort der Konsum steigt Mhm. und dass sich auch die Einkaufsgewohnheiten ändern. Es gibt dann noch Mhm. teilweise dörfliche Strukturen, wo Subsistenzwirtschaft betrieben wird. Ich denke, wenn man mal in die Zukunft schaut, 10, 20 Jahre, ich vermute mal, das wird weniger. Ja. Und aus Südostasien habe ich auch eine Idee Mhm. und das ist Sea Limited. Hast du die schon mal gehört? Ziele nein, ich habe da nichts von gehört, nein. Das ist also 'ne Holding aus Singapur und die haben 3 Geschäftsfelder. Ja. Die haben einmal Computerspiele, Mhm. also das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt das Interessante, aber das ist 'ne Cash Mhm. Cow. Also, mit Ah, Computerspielen kann man große Margen erzielen. okay. Teilweise, da hast du ein Team aus fünf Programmierern, die programmieren so 'n Computerspiel und es Mhm. wird dann 'n Erfolg und kannst du Mhm. Milliarden mitmachen, theoretisch. Mhm. Das war die erste Cash Cow und Ja. das Geld, was sie da, verdient haben, haben sie in 2 weitere, Geschäftsfelder investiert und diese Ja. 2 Sparten, die wachsen jetzt. Also, Aha. die haben ein bargeldloses Zahlungssystem. Ich glaube, das heißt Sea Money Mhm. und die wachsen also auf, ich glaube, 50% im letzten Jahr Mhm. und die sind aktiv in Indonesien, Singapur, Kambodscha, Vietnam, Mhm. Laos. Ich glaube, Indonesien, Malaysia, das sind eigentlich genau die Länder, da wo wir rein wollen. Ja, ja, Und dieses Zahlungsgeschäft, das ist 'n hochmargiges Geschäft. ja. Also, geringe Kapitalaufwendungen, hohe Margen, hohe Wachstumsraten, eigentlich genau das, Mhm. was wir sehen wollen. Mhm. Und das Zweite, oder das Dritte vielmehr, das ist 'n Mhm. Onlineversandhandel. Mhm. Und das ist so Amazon. was wie Amazon, ja. Also 'ne Ja, südostasiatische Amazon. ja. Und in so Ländern wie Vietnam, Indonesien, Philippinen, da hat sie jetzt schon 'nen größeren Anteil am Onlinehandel wie Amazon im Heimatmarkt US. Uh. Und diese Sie, die haben auch 'n bisschen 'ne holprige, Entwicklung genommen. Also, Ja. während der Corona-Krise Mhm. haben die sich verzehnfacht, weil Wow. so die Umsätze durch die Decke gegangen sind. Ja. Und danach, wie so oft nach der Party kommt der Kater, Mhm. Mhm. sind die um 90% gefallen, weil die Wachstumsraten eben auch dann abgeflacht sind. Ja, ja. Mhm. Also, die Mhm. waren bei 300, sind auf 30 gefallen. Mhm. Ich habe mir das dann einmal angeguckt, habe gesehen, dass die Wachstumsraten abfallen, habe dann aber gesehen, dass es eventuell, hm, 'n vorübergehendes Phänomen ist. Ich habe gesehen, die haben 'ne Ja. starke Marktstellung in den Märkten und dass es 'ne vorübergehende Delle ist. Mhm. Ähm, die letzten Zahlen waren sehr gut, also die stehen jetzt wieder bei über 100. Also, Mhm. es ist schon 'n bisschen, also vor 'nem Jahr wäre der beste Einstiegszeitpunkt gewesen. Okay. Das heißt, Allerdings, ja, sie wachsen ja, kontinuierlich. Ja. ja. Und das letzte Wachstum war 31% zum Vorjahr. Puh. Und wenn man sich jetzt anschaut, wenn man da jetzt schaut, Gewinne, da steht irgendwie das KGV so 'n paar hundert. Es ist für 'n Value-Investor natürlich nicht besonders verlockend. Mhm. Aber der Witz ist, dass die
jetzt dasselbe machen wie Amazon in den 2000er Jahren. Mhm. Die wollen Wachstum, 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 die Mhm. wollen 'nen riesigen Umsatzballon aufblasen und wenn sie Mhm. dann den haben, dann reduzieren sie die Kosten und dann schöpfen sie ab. Das ist so Ja, die Strategie. Und wenn jemand Amazon verpasst hat, so wie ich, weil okay. ich habe natürlich auch 20 Jahre lang gesagt: Amazon, was ist da? Das ist mir Ja, zu ja, teuer, ne, das will ich nicht.“ ja. Wenn man das verpasst hat und verstanden hat, was man warum man das verpasst hat, Mhm. dann kann man jetzt, da kriegt man jetzt 'ne zweite Chance. Ah ja. Mhm. Und der Witz ist der, dass ich sage, die haben jetzt was haben die, 20 Milliarden Umsatz, Mhm. dass ich sage, wenn die das jedes Jahr 20, 30% steigern, dann haben die in 20 Jahren ein paar 100 Milliarden. Mhm. Und dann ist es eigentlich wurscht, bei welchem Preis man die gekauft hat, ob man die bei Mhm. 100, bei 30 oder bei 300 Mhm. gekauft hat. Ja, ja, ja. Es ist so, Mhm. ähm, wenn man heute Amazon hat, dann ist es auch egal, ob man die bei 10 oder bei 50 gekauft hat irgendwann in Mhm. den Mhm. Ja, 2000 Jahren. ja, ja. Ähm, wenn natürlich da irgendwas passiert, dass sich da Wachstumsraten abflauen, dass da mal irgendwelche schlechten Quartalszahlen, Mhm. wirst natürlich mal schön eingecremt, Mhm. aber umgekehrt gilt es natürlich auch. Mhm. Also, ich habe sie nicht ganz zum Tief, aber fast zum Tief abgegriffen Uh. und beabsichtige, die eigentlich langfristig zu halten, wenn nicht irgendwas völlig Verrücktes passiert. Mhm. Mhm. Weil es ist gar nicht so einfach, 'n Investmentvehikel zu finden, das diese ganze Region eben abbildet. Ja, Das auch wenn einer 'ne bessere Idee hat, wenn ich sage, ich setze auf den Aufschwung Südostasiens, dann kann er's ja gerne in die Kommentare reinschreiben. ja, gerne, ja. Aber Mhm. das wäre Ja. jetzt so eben meine Idee für Mhm. Südostasien. Mhm. Ja, finde ich Und auch sehr spannend. Also, ich sehe auch das Potenzial. Vor allem die, Menschen in Asien verdienen ja immer mehr. Also, da wächst ein Mittelstand, ein guter Mittelstand heran, ja. ja, Und, die werden natürlich, ihre Sachen bestellen. So gesehen, ja. interessant, ja. Ne, und die sind ehrgeizig. Ich meine, Ja. ich habe so das Beispiel gebracht mit in Frankreich, ne, da streiken sie, weil sie 'ne Stunde weniger arbeiten wollen oder weil sie 'n Jahr eher in Rente gehen wollen. Das hast halt in Südasien nicht. Die sind halt alle Ja. hungrig. Ja. Die wollen so leben wie wir, Mhm. plus minus, und die sind Mhm. halt bereit dafür zu arbeiten. Mhm. Und so schauen dann die Wachstumsraten da eben aus. Ja. Und diese Sie greifen da eben 'n bisschen was ab. Mhm. Sind in der ganzen Region aktiv. Mhm. Ja, ja, sehr spannend. Okay, dann hatten wir noch, ein Unternehmen, ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, die nächste Station war Polen. Polen können wir machen. Das ist diese Dino Polska, ne? Dino Ja, Polska genau. kenne ich sogar. Die kenne ich sogar. Die hatte ich auch auf der Liste, ja. Ja. Dino Polska. Ich Wächst sehr meine, stark, Polen, ne? ich kann mich Ja. noch erinnern, wie ich in der Grundschule war. Ich glaube, da haben wir irgendwann mal so Care-Pakete für Polen zusammengestellt. Mhm. Und da haben wir irgendwie gesammelt, irgendwie haben noch alte Dosen aus'm, Keller, irgendwelche Konserven, die haben wir dann paar bunte Bilder gemalt, ne, liebe polnische Kinder, paar Herzchen dazu gemalt und haben das denen geschickt, weil wir eben gehört haben, dass es nicht gut ausschaut. Mhm. Mhm. Und da kann man auch sehen, man hat damals nicht genau gewusst, woran das liegt. Ja, na ja, vielleicht sind die Polen so faul oder so. Mhm. Offensichtlich war es das nicht. Offensichtlich Ja. lag es doch am Sozialismus, weil Mhm. seitdem die 'ne Marktwirtschaft haben, die hatten, glaube ich,
wie der Eiserne Vorhang gefallen ist, 'n BIP von 50 oder von 5.000 im Jahr. Mhm. Irgendwie so, was haben das heute, irgendwie wie mittelamerikanische Länder, ne? So was Mhm. wie Ja. Guatemala. Und Ja. jetzt haben sie nach Kaufkraftparität, ich glaube, aufgeschlossen fast schon zu Japan. Ja, wobei Mhm. natürlich Japan noch durch den Yen-Effekt 'n bisschen verzerrt ist, aber 'ne Mhm. wahnsinnige Aufholjagd hingelegt. Mhm. Und wenn man sich immer 'n bisschen umschaut in Polen, wenn man weiß, wie die Städte in den 90ern ausgeschaut hat Ja, und ja. wie Innenstädte jetzt ausschauen, Mhm. das sieht man da, die wollen einfach. Ja. Und ja, und da haben wir eine Idee, es gibt da so 'ne neue polnische Unternehmergeneration. Wie spielt man das? Wie beteiligt man sich mal an diesem polnischen Aufschwung? Und da haben wir eben, du Mhm. hast auch schon gesehen, da gibt's ja 'ne schnell wachsende Supermarktkette, die Dino Mhm. Polska. Und warum Supermarktketten? Also, wenn du 'n super schönen Supermarkt hast, der Marktführer ist, der 'n guten Namen hat, dann hat es 'n paar Vorteile. Das Geschäft ist leicht skalierbar. Du musst nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Du Mhm. stellst einfach den gleichen Supermarkt noch mal woanders hin. Du weißt schon, wie's Mhm. geht. Ja. Und du hast dann irgendwann diese Größeneffekte und deine Logistik, du kannst immer weiter Logistik optimieren, kannst du die Lieferanten schön drücken und sowohl deine Umsätze vergrößern als auch deine Gewinnmargen, und du hast mehrere Mhm. Hebel, an denen du drehen mehrere Schräubchen, an denen du drehen kannst, und es geht immer Ja. weiter. Und wenn man sich anschaut, wer ist der reichste Mann in Deutschland? Das ist, Ja, ja. Dieter Schwarz, ne? Schwarz, ne, der von Ja. Lidl. Die Mhm. Aldis sind nur deswegen nimmer die Reichsten, weil sie gestorben sind und es auf mehrere Kinder verteilt wurden. Ja. Und das Lustige ist, in den USA, diese Walton-Familie vom Walmart, Mhm. wenn das 'ne Person wäre, die hätte, glaube ich, auch mehr wie der Elon Musk. Also, Ja, das ja. nur, weil es auf mehrere Kinder verteilt wurde. Also, wenn da einer, das kann, dann kann man damit Geld verdienen, ne? Weil man Ja. muss nicht unbedingt zum Mars fliegen, um Geld, zu verdienen, so wie Elon Musk. Ich meine, das geht dann einfach nur mit dem popeligen Supermarkt. Ja. Ja. Und, ähm dieser Thomas Biernicki heißt der, glaube ich, dieser Gründer von dem Dino Polska, das ist wohl Mhm. einer der reichsten Männer von Polen. Dem gehört die Hälfte an dem Unternehmen, die andere Hälfte ist notiert. Und das Schöne ist eben, dass der Marktführer ist in Polen, der hat die billigsten Preise, Mhm. und die letzten 10 Jahre ist es, glaube ich, das Unternehmen 35 pro Jahr gewachsen. Wow. Zuletzt war ein bisschen der Wurm drin, die Wachstumsraten sind abgefallen, und dann haben viele Investoren gesagt: „Na ja, vielleicht ist jetzt diese Story vorbei." Mhm. Es waren, 'n paar Effekte, die auf dieses Wachstum gedrückt haben. Das eine war, nach diesem Ukraine-Krieg hat man 'n Preisschock gehabt bei vielen Lebensmitteln, Mhm. und für 'n Supermarkt ist natürlich die Inflation gut. Ja, ja, ja. Die Waren ist 'n durchlaufender Posten, eigentlich sogar mehr als das, weil 'n guter Mhm. Supermarkt, der gut disponiert, da werden die Waren angeliefert, innerhalb von 2 3 Tagen wird alles verkauft. Der nimmt das Mhm. Geld und zahlt den Lieferanten in 3 Monaten. Und in der Ja, Zwischenzeit baut er mit dem Geld schon wieder andere Supermärkte, ja, so ja. ungefähr. Ich Ja, übertreibe ja, jetzt mal, ja. aber Ja. das das ist auch einer der Gags bei diesem Supermarktgeschäft. Mhm. Und wenn's natürlich diese Preise inflationär aufgebläht sind, dann wächst das Mhm. Ganze noch schneller. Das ist ja auch lustige Geschichte. Ja, ich hatte eben 'n Leitungsproblem, das liegt an meinem VPN. Der hat hier die ganze Leitung ausgebremst, dummerweise, und ich habe es jetzt gemerkt und, ja, wir müssen einfach neu starten. Wir waren bei, Dino Polska und, du hast davon erzählt, dass, die, ihre Verträge so ausgestalten, dass die Lieferanten erst 3 Monate später bezahlen. Mhm. Ähm
Und Das daraus resultiert ja 'ne weitere Marge. ja. Das ist vielleicht zunächst einmal was, das die meisten Supermärkte haben. Mhm. Das ist 'n Vorteil vom Supermarktgeschäft. Das ist umso besser natürlich so 'n Supermarkt organisiert ist, umso besser kannst du's ausnutzen. Ja. Wir waren jetzt in Zentralamerika, da sind die Supermarktpreise dreimal so hoch wie bei uns. Da steht Ei. 'ne Flasche Wein im Regal, die ist schon verstaubt. Die steht natürlich da ein Jahr lang rum. Diesen Supermarkt hat diesen Vorteil natürlich nicht, ne? Der Mhm. bezahlt sie, stellt sie ja, ins Regal und schmeißt sie dann weg, weil sie dann kaputt ist, ne? So ist es, Aber ja. 'n richtiger Supermarkt mit 'ner guten Logistik, der macht es eben anders. Und Ja, wenn die richtig auf Draht sind, so wie früher diese Leute von Aldi, die da hier den oder ja, Lidl, und die nehmen das Geld, investieren's, bauen noch 'n mhm, Laden auf, noch 'n mhm, Laden und drücken die mhm, Konkurrenz weg. Und dann hast du mhm, so 'n riesigen Schneeball. mhm, Und das ist 'n gutes Geschäftsmodell, kaum Schulden, wächst jedes Jahr, jeden Tag bauen die 'n neuen, Markt, klatschen die irgendwo 'n neuen Markt mhm, hin, ist beliebt, haben die niedrigsten Preise in mhm, Polen. Und in Polen gibt's immer noch diese Tante-Emma-Läden oftmals, mhm, und diese Dino Polska, die gewinnen eben Marktanteile von den Tante-Emma-Läden, die so langsam mhm, aussterben, aber auch gleichzeitig von den großen westlichen Ketten. Also, ich glaube, mhm, so was wie Carrefour, die haben sich jetzt schon zurückgezogen. mhm. Und jetzt werden eben auch die anderen, Tesco und so, und die kennen halt den Markt in Polen, diese ländliche Region, diese Ja, Polen, und in Polen gibt's nicht so viele Vegetarier, die haben ihre eigene, hat jeder auch, das sind sehr kleine Märkte, die hat jeder seine eigene Fleischtheke, die haben ihre eigene mhm. Fleischverarbeitung aus regionaler Haltung, und die Und kennen ihre Leute und die kennen ihren Markt und die sind da ja, halt, da macht denen keiner was vor. ja, sehr gut. Ja, Und vielleicht noch, dass die gutes Geschäft sind, haben schon einige gemerkt. mhm, Deswegen hat man vielleicht so vor 2, 3 Jahren teilweise 'n 40er KGV für die bezahlt. mhm, Und jetzt hat sich's ausgeschaut, als schwächt sich das Wachstum ein bisschen ab. mhm, Und da ist die Euphorie ein wenig nachgelassen, und zurzeit zahlen wir, glaube ich, so 'n 23er KGV. mhm. Das ist ja okay. Und für 'n Supermarkt ist es okay. Wenn wir zum Beispiel sehen, Walmart hat die letzten 10 Jahre 'n Umsatzwachstum im einstelligen Bereich, hat 'n Mhm. 42er KGV. Hat immer 'n Ja, höheres natürlich, weil's auch 'n antifragiles Geschäftsmodell ist. Ich mhm, meine, wenn's 'ne schwere Rezession hast, dann rutschen die Autobauer in die Miese. mhm. Chemieunternehmen rutschen in die Miese, so 'n Discounter-Supermarkt wächst vielleicht sogar noch schneller, weil dann noch mehr Leute versuchen, irgendwie billiger einzukaufen. Genau. Ist halt ein Ja, antifragiles Geschäftsmodell, mhm, deswegen verdient es auch 'n gewissen Aufschlag, weil mhm. du auch weißt, oh, es gibt eigentlich keine Durchstrecken, die du normalerweise einpreisen musst. Ja, ja, ist eigentlich Also, absolut sicher. mir gefällt das Land Polen, Mhm. mir gefällt, das Unternehmen Ja. und die Kombination aus beiden. Ja, ist das Allerbeste. Ja. Ja, ja, sehr Es interessant. ist jetzt, wir haben es ja schon gesagt, wenn's in Georgien so 'n Unternehmen gäbe, wäre es natürlich noch schöner, da ist noch mehr Potenzial. Aber wie Mhm. gesagt, wir haben halt nicht in jedem interessanten Land auch 'ne interessante Investmentchance. Wir haben dieses Supermarktkonzept in Indien, da gibt's ein D-Mart, das ist also 'n schnell wachsender Ah Discounter, der ja. KGV über 100 und ist nur über irgendwelche dunklen Kanäle handelbar, ne? Also, Ja, ja, so ja, viel dazu Indien, vielleicht. ja. Ja, also das wird noch dauern, bis das besser wird in Indien, glaube ich. Ich glaube, die wollen das gar nicht. Die wollen Ja. lieber so unter sich mauscheln, ja. Na ja. Ja. Und du hast noch einen, ne? Einen Einen hast habe du ich noch? noch, und zwar ist es China. Ja, China ist natürlich 'n Spezialfall. ja.
ich habe schon gesagt, es gibt sehr viele gute Argumente, warum man in China investiert sein sollte. Mhm. Ich sehe schon, du es gibt Ja, natürlich, ja, genauso viele Gründe natürlich, um ja. nicht investiert Ich zu bin sein, da so ne? 'n bisschen skeptisch, Ja, was ja. China angeht, ja. Aber gut, erzähl ruhig. China, ich meine, China wird wahrscheinlich in Kürze die größte Volkswirtschaft der Welt sein. Mhm. Nach Kaufkraftparität sind sie es wahrscheinlich schon. Mhm. Ähm, China sch die China Aus Chinas Universitäten kommen jetzt jedes Jahr, ich glaube, 15 Millionen Ingenieure. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ausschaut. 100.000. Wenn In den überhaupt. USA Also, in den USA vielleicht, die haben so das sind mehr Ingenieure, als es in USA gibt, glaube ich. mhm. Und die wollen jetzt alles aufrollen. Mhm. Und wenn die Ja, erfolgreich sind okay. wenn die Ja, erfolgreich sind, wäre es natürlich auch 'n Problem, dort nicht investiert zu sein. ja. Ich meine, wie schön das ist, wenn es 'n Land gibt, wo man nicht dabei ist. Das sehe ich ja zurzeit jeden Tag bei Bitcoin. Mhm. Da bist du nicht bei. Da bin ich nicht dabei. Du schon, oder? Ja, über Nils. Nils hat das sehr gut gemacht mit Bitcoin. Ja, ja. Ja, er hat da 'n gutes Händchen für gehabt, ja. Ne, da bin ich halt komplett außen vor. Mhm. Das sieht man auch natürlich. Es kann auch 'n Risiko sein, nicht dabei Mhm. zu sein. Ja. Und China, ähm historisch hatte China 40% vom weltweiten BIP. Mhm. 1000 nach Christus hatten die 40% vom BIP. Dann hatten sie Mhm. 'ne Schwächephase, dann ging's runter. Ich glaube Mhm. noch, im 16. Jahrhundert hatten sie 40% Mhm. vom BIP und es ging dann runter nach den Opiumkriegen. China hat so 1, 2 verlorene Jahrhunderte. Es ging Mhm. dann wirklich runter auf fast null, auf 1%. Ich bin ja so 'n Statistikfreak, ich schaue mal Aha. also gern Statistiken an. Ich glaube, Ja. in den 80er Jahren hatte Ostdeutschland höhere Rüstungsausgaben als ganz China. Das ist der Wahnsinn, ne? Ja. Und heute, ist es 'n Kopf-an-Kopf-Rennen mit den USA. Also, so viel zum Thema, wie schnell sich auch mal was Mhm. verändern kann. Ja, ja. Ähm, oder die Autoexporte, ne? Also, ich Mhm. glaube, vor paar Jahren hat China gar kein Auto exportiert. Richtig. Inzwischen haben sie mal ebenso Deutschland und Japan überholt bei den Mhm. Stückzahlen, noch nicht bei den Mhm. Umsätzen. Ja, ja, ja. Ähm, Wenn man sich anschaut, den, Inlandsmarkt, die monatlichen Autoverkäufe, da ist, ich glaube, so BYD 70% zum Vorjahr, Ja. 100% zum Vorjahr. Da gibt's viele Autobauer, die kennt kein Mensch. Die Mhm. haben teilweise wahnsinnige Wachstumsraten. Volkswagen verliert, alle westlichen Anbieter Alle verlieren. westlichen verlieren, ja. Die Außenhandelsüberschüsse von China gehen jetzt durch die Decke. Mhm. Ich glaube, die haben 100 Milliarden pro Monat Mhm. Außenhandelsüberschuss. Ich glaube, Mhm. das ist 'n Rekord und das hat noch niemals so viel Mhm. ein Land Außenhandelsüberschuss gehabt. Ja. Ähm, Es kommen aus China widersprüchliche Meldungen. Und es kommt Mhm. wahrscheinlich daher, dass diese chinesische Wirtschaft grade in so 'ner Transformationsphase ist. Die hatten Mhm. jetzt praktisch 30 Jahre gebaut wie die Blöden, Mhm. Infrastruktur gebaut, Häuser gebaut Mhm. und ja, jetzt ist alles gebaut. Ich meine, wenn jetzt jeder mal 'n Haus hat und zwischen in jedes Provinzkaff 'ne Hochgeschwindigkeitsstrecke gebaut hast, irgendwann ist es dann schwierig Ja. und deswegen vergeben die seit ein paar Jahren keine Kredite mehr an Infrastrukturprojekte oder weniger Mhm. oder für Mhm. Immobilienbau und gehen jetzt auf den Export und da greifen sie jetzt an. Und ich meine, so 'ne Transformation, da ruckelt's natürlich im Getriebe. Ich meine,
der Immobilienmarkt ist, glaube ich, um ein Drittel eingebrochen. Der Ja. Aktienmarkt ist, glaube ich, um 2 Drittel eingebrochen. Ich meine, da gibt's so 'n Franzosen, der gibt da mal recht schöne Interviews, der sagt: „Schaut doch mal her, Leute, wenn in den USA der Immobilienmarkt um ein Drittel einbricht und der Aktienmarkt um 2 Drittel, da ist die Wirtschaft rauchender Krater im Boden, ne?“ Ja, ja. Und bei denen hast du immer noch Wachstum und Außenhandelsüberschüsse. Also, Ja, ja. Also, die Idee oder der Gedanke ist eigentlich, ist gar nicht so schlimm. Das mhm. Verbrauchervertrauen ist allerdings irgendwie auf dem Stand, wie es in den USA während der Finanzkrise 2008 war. Ja. Also, du siehst teilweise sehr widersprüchliche, Symptome und ich sage, Mhm. das ist in der Übergangsphase. Man kann sagen, das ist wie in der Pubertät von einem Kind, da läuft's auch nicht rund, aber wenn's gut läuft, kommt danach irgendwie was Besseres raus als Mhm. davor. Also, Mhm. so blöder Vergleich, aber ja, Mhm. Es ist ja so, wir kriegen jetzt wahrscheinlich 'n Handelskrieg, ja? Es gibt immer mehr Märkte, die sich abschotten, weil China ja schon sehr aggressiv exportiert und diese Exporte auch subventioniert, ja? Also, selbst die Elektromobilität ist ja hoch subventioniert. Das kostet ja auch einmal 'ne Menge Geld und, es sorgt ja auch für Unmut in den anderen Staaten, in den, anderen Ländern, wo, die, sagen, die spielen unsere Wirtschaft an die Wand, unsere einheimische Industrie. ja. Und, das finde ich strategisch nicht so schlau, muss ich sagen. Ich meine, dieses Problem, das ist auch nicht wegzudiskutieren. Ja. Allerdings, wenn man's vergleicht, der Aufstieg Japans in den 70er, 80er Jahren, Mhm. das gab auch massive Handelskriege Ja. damals. Und die Amis, die haben denen teilweise 200% Zölle auf Autos draufgebrummt. Mhm. Und das waren auch nicht nur freundliche Töne. Mhm. Ja, ja, ja. Und das hat den Aufstieg auch nicht aufgehalten. Mhm. Und jetzt die chinesischen Attacken sind viel größer. Wir waren jetzt in, El Salvador, Guatemala. Mhm. Das sind auf einmal wir haben uns mit den Leuten unterhalten, du, auf einmal fahren die alle so 'n chinesisches Auto. So 'n chinesisches Auto kostet 7.000. 'N anderes Ja. können die sich leisten. In den Ländern, da sind die jetzt auf einmal da, die Chinesen, Mhm. ne? Mhm. Die überschwemmen zunächst erst einmal jetzt wahrscheinlich so Länder wie, ich sage mal, Schwellenländer mit ihrem Zeugs, Genau. Also, hier auch, ne? wo sie ja gut, du weißt, wovon ich rede, ne? Äh, Ja, ja, ja. Also, hier geht's ab 8.000, glaube ich, los. Das ist so dieser Dacia Sandero, nur 'n anderer Name. Ich glaube von Lee Motors, ich weiß es nicht genau. Aber mhm, 8.000 kostet der hier, ne? Geht. ja, 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 ja. Ja, und ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich nur ein Bereich. Bei Elektronik sehen wir's ja ohnehin. Ja. Ähm, ich meine, das Handy kommt aus China, ja. Mhm. Ja. Dein Computer die Teile kommen aus China. Auto bis jetzt noch nicht, aber ja, und da drehen die jetzt halt noch mal auf. Ja, und sie machen es ja, wie du gesagt hast, indem sie auch in anderen Ländern exportieren, ne? Ja. Quatsch, produzieren, was rede ich hier? Mexiko, hier Ungarn, ne, in Ja, wir haben Europa jetzt Ungarn. genau, Ungarn haben wir jetzt Ja, gesehen. Ja, Serbien wird wahrscheinlich auch noch, dann so 'n Kandidat sein, wo man dann hier wo der Drache mit seinen Zähnen sich reinkrallt. ja, ja, genau. Türkei, glaube ich, auch. Ja, und so machen sie's halt, ne? Und Ja, so machen sie's wahrscheinlich auch in anderen, ostasiatischen Ländern, so dass dieser Wirtschaftskrieg dann, im Grunde, paradox wird, ja, weil die kommen dann halt durch die Hintertür. Machen die Amerikaner vorne zu, kommen die Chinesen hinten rein. ja. Und ich hatte neulich mal so 'ne Studie von so 'ner australischen Forschungseinrichtung in der Hand. Die haben irgendwie
69 kritische Technologien ausgemacht, ne? Mhm. Da ging's besondere Materialien, um Robotik, um Mhm. Produktionsprozesse und, ähm, also, zum Beispiel so was wie Solarmodule. Also, die hatten gesagt, es gibt so 'ne Liste von 65 kritischen Mhm. Technologien und Materialien, und da haben sie da war vor 20 Jahren hat China, glaube ich, in einem oder 2 geführt, und Mhm. inzwischen führen sie, glaube ich, bei 60. Mhm. Auch grad egal, was alles mit, hm, alternativen Energien zu tun hat, Mhm. E-Mobilität, grad eben diese Batterietechnologie. Mhm. Manche Stoffe, jetzt wird man sehen, zum Beispiel Graphit für 'ne Batterie, ja, das kommt halt zu 99 aus China. Ja. Polysilikon für Solarzellen, das ist 99 China-Anteil. Die haben da schon ihren Anteil, und die kannst nicht so einfach. Ich meine, man kann's natürlich versuchen, und es wird natürlich, wie du schon gesagt hast, auch gemacht. Ja, das wird gemacht. Aber jetzt so 'n Land, das bei kritischen Technologien, seltene Erden, Mhm. Polysilikon, die eigentlich kritisch sind für viele Politikgebiete, die man hat. Ja, okay, wir wollen, uns, von fossilen Brennstoffen lösen, ne? Jetzt ist Mhm. aber dummerweise China ist führend in allen Ja, allen, neuen Technologien, was mit ja, Batterie, ja. kritische Metalle, Ja. wie es Mhm. alles heißt. Und ich weiß nicht, ob man die so einfach ausboten kann noch. Also, ich fürchte fast eher nicht. Nein, ausrouten nicht, aber, man kann sie schon sehr, sehr behindern, ne? Und ich, Ja, sehe aber das kommen, ne? Ich und denke, das macht erst in erster Linie die USA machen das und Europa fängt jetzt ja auch langsam an, ne? aber ich denke auch, dass dass die auch sehr bald dann an Grenzen kommen werden. Mhm. Dass man sagt: „Du, wir hätten sie gern so oder so, und wir hätten auch gern, nicht, dass China 99 A Anteil hat in diesen wichtigen Märkten, und wir würden das Ganze recht stutzen, ne? Aber Mhm. es wird dann wahrscheinlich früher oder später zum Ergebnis kommen, dass es nicht so funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Ja, das denke ich auch und ich denke, man muss da 'ne Einigung finden, ja? Man kann die nicht irgendwie aussperren oder so. Ja, die Das wird sind nicht einfach reichen. das Ja, ist einfach jetzt die sind einfach zu groß, ja, ja. um sie einfach so unterzubuttern. Mhm. Und man kann's man kriegt sie nicht weg. Mhm. Und jetzt haben wir diese Sache mit, Chip-Technologie, ja. Jetzt ist Taiwan alle KI-Chips kommen mal aus Taiwan. Ja, Ja. du kannst ja nicht einfach so sagen: „Na ja, dann fangen wir halt mal 'n Krieg an", ne? Dann das ist ich meine, das kannst du schon, aber dann hast du Sehen natürlich wir jetzt in der Ukraine. mehr Probleme geschaffen, als du dann, Ja, ja. und von daher denke ich doch auch, dass bei den Chinesen oder dass bei diesen Beziehungen dann irgendwann, Rationalität einkehrt, Mhm. und dass dieser Aufstieg Chinas wahrscheinlich weitergeht, Mhm. trotz aller Probleme. Mhm. Es ist natürlich so, Frage, wie kann man als westlicher Anleger davon profitieren? Wir hatten es ja auf dem Kanal von Colin natürlich einerseits über die Mhm. Rohstoffe. Da haben wir Mhm. oft auch, ich meine, dieser Rohstoffboom, der erste Rohstoffboom von 2000 bis 2008 war ein China-Boom. Ja, ja. Ich meine, bloß ein Beispiel: Die Welt verbraucht 25 Millionen Tonnen Kupfer pro Jahr, Mhm. und China davon 13 Millionen Tonnen. Mhm. Und ich glaube, im Jahr 2000 war das unter 1 Million, Mhm. und jetzt sind es 13 Millionen. Mhm. Atemberaubend. Ja. Und das ist Wahnsinn. Mhm. Und bei anderen Rohstoffen sieht es nicht viel anders aus. Mhm. Es gab teilweise werden diese Zahlen ein bisschen so
in Zweifel gezogen, ob das wirklich sein kann. Aber Mhm. angeblich hat China im Jahr 2010 und im Jahr 2011 mehr Zement verbaut als die USA im ganzen 20. Jahrhundert. Dann sagen wir: „Ja, das stimmt Absurd. nicht, es waren vielleicht 2,5 Jahre oder Ja, so“, aber Wahnsinn. Nur um Ja. mal die Größenordnung in 'n Raum zu stellen. Und ich war einmal in China 2008. Mhm. Wir haben gesehen, was sich da bewegt. Mhm. Ich meine, ich bin da vom Flughafen Shanghai in diesen sprichwörtlichen 10 Minuten mit dem Transrapid die 50 Ja, Kilometer in die Innenstadt gefahren, ne? Das ist 'n Projekt, wo man bei uns gesagt hat: „Das können wir uns nicht leisten“, richtig, ja. ne? Das hätte paar Milliarden gekostet, was Mhm. seitdem für Milliarden sinnlos verjodelt wurden, ne? Richtig, genau. Da hat man gesagt, man hat jetzt also 'n Projekt, da weiß jetzt jeder, der nach Shanghai kommt, ich komme jetzt halt nicht in irgend 'n Kuhkaff, sondern es ist halt 'ne Weltstadt. Ja. Da rupschst du halt mit deinen 450 Kilometern in der Stunde Mhm. in die Stadt, ne? Die haben halt diese Vision gehabt. Wir wissen auch, dass die Chinesen, grad eben die kommunistische Partei, die es regiert, auch viel, sagen wir mal, auf Fränkisch Scheißdreck macht, Ja, ja. was wir nicht gutheißen. Mhm. Allerdings auf vielen Gebieten sind da atemberaubende Fortschritte erzielt worden, wenn man oder die haben in den letzten 30 Jahren 800 Millionen Leute aus absoluter Armut geholt, Richtig, ja. die praktisch in den 80er Jahren, unterernährt waren und praktisch in absoluter Armut waren. Ja. Und das sind jetzt alles Leute, die nähern sich jetzt praktisch dem an, was im Mittelstand Mhm. vielleicht noch 'ne Zahl, die habe ich aus dem Buch von dem Václav Smil, das ist so 'n Energieanalyst. Mhm. Der hat gesagt, im Jahr 1990, da gab's in China, auf 400 Leute eine Klimaanlage. Mhm. Und jetzt sind's auf 100 Leute 130 Klimaanlagen, also Faktor 400. Ja, Grad in vielen Regionen Asiens, das macht den Unterschied aus zwischen 'nem erträglichen Leben und 'nem unerträglichen Leben. genau. Ja. Wenn du halt in 'ner 35, Grad warmen, moskitoverseuchten Bude hockst Ja, oder ja, ja. eben angenehm, da kannst du ja Mhm. gar nicht richtig arbeiten, ne? Richtig, ja. Und das können die halt jetzt, ja, und das Mhm. braucht Energie, das braucht da braucht diese Fortschritte haben sie teilweise gemacht. Mhm. Und jetzt sehen wir eben, dass es so in so 'ne Art nächstes Level geht. Die Mhm. Infrastruktur, die Häuser sind jetzt gebaut. Mhm. Jetzt geht's Richtung Konsum, jetzt geht's Richtung Export und Ja, das geht natürlich nicht reibungslos, ne? richtig. Und meine Idee war eben, wie investiert man in China? Es gibt auch viele Betrugsfälle, gab's da in China schon. Es ist nicht einfach. Mhm. Ähm, Ich habe ein paar Sachen in China. Das Interessanteste ist vielleicht das größte Unternehmen Chinas, das ist Tencent. Ja, Hast schon gehört, ne? na klar, ja. Ja, Und ich habe mit dem Gedanken manchmal gespielt, weil weil sie, ganz gute Ergebnisse geliefert haben in der Vergangenheit, ne? ja Und dann und war ich aber auch immer froh, dass ich's nicht gemacht habe, ja, dass ich ja, also altern geblieben bin. Ähm, und, was mich auch so 'n bisschen gestört hat, ist, ähm, dass diese Technologiefirmen, auch Alibaba zum Beispiel, die sind ja ziemlich an die Kandare genommen worden. Ähm, ähm, und da dachte ich: „Na ja, der Einfluss der Regierung dieser kommunistischen Partei ist so groß und dominant, dass die, jederzeit quasi ein Unternehmen wie Tencent oder Alibaba, ähm, zerstören oder, verteilen können, ja, aufteilen können. Und, das wollte ich nicht riskieren, ja. muss ich Ich sagen. meine, Das ist so. dieses bei Alibaba hat man halt dieses Problem. Ich meine, in China ist es, wenn sich dieser Unternehmenschef kritisch gegenüber der kommunistischen Partei äußert, ist es schlecht.
Ja. Der ist dann ich glaube mal, der Jack Ma von Alibaba, der ist, glaube ich, mal 'n halbes Jahr oder ein Jahr Mhm. verschwunden. Ja. Keiner gewusst, wo er ist. Mhm. Und dann ist er wieder aufgetaucht, Mhm. hat dann sich dann nur noch einsilbig geäußert. Also, wahrscheinlich war er in irgend so 'nem Umerziehungslager oder so was. Weiß man nicht. Mhm. Ähm, Dann kam bei Alibaba auch noch dazu, dass sie diese Zahlungssparte, diese Arm Financials irgendwie Ja. rauslösen wollten und das wollte er dann selber. Also, normalerweise ist so, wenn's 'n Unternehmen ausgliederst, dann gibt's den Altaktionären Anteile daran. Haben Mhm. wir schon hundertmal gesehen. Mhm. Und bei denen hat er gesagt: „Das kriegen jetzt nicht die Altaktionäre, das kriege ich Mhm. selber." Und das ist Ja. Vorstand. Ja, ja. Und das geht natürlich nicht, ne? Mhm. Und so was wie Alibaba ist dann noch abgeraucht. Ja. Hat mir bis heut ähm, Alibaba hat auch so 'n großer Shortseller aus USA hat er auch die mal angegriffen, hat gesagt, die Mhm. Bilanzierung, das wäre schlimmer als Enron. Ja, ja. Ähm, Zwischen also ist Alibaba so günstig. Ich habe, Tencent mir angeguckt. Mhm. Tencent hatte diese Skandale nicht. Ja, stimmt. Der Vorstand, der heißt auch Pony Ma. Der Mhm. hatte der hat sich wohl 'n bisschen geschmeidiger navigiert durch diese Mhm. Untiefen dieser Mhm. chinesischen Politik. Und, ähm, Tencent hat, glaube ich, hat die meisten Patente zur künstlichen Intelligenz. Mhm. Hat 'n recht gutes Geschäftsmodell. Die haben dieses WeChat, das ist so was wie bei uns WhatsApp, haben 101,4 Milliarden Kunden und Mhm. laden denen Zahlungsdienstleister, Werbung, laden denen alles aufs Kreuz. Ich glaube, Tencent, wirbt jedes Jahr die besten Informatiker direkt von der Uni ab. Da geben die 2 Milliarden aus jedes Jahr, um eben und haben also praktisch so 'ne Armee der besten Softwareingenieure Mhm. Chinas, haben über Mhm. 2.000 Patente im KI-Bereich. Mhm. Das ist also das meiste weltweit. Mhm. Haben auch Beteiligungen an vielen Start-ups, Mhm. hatten sich sogar an Tesla beteiligt. Mhm. Also, riesiges Beteiligungsportfolio von über 100 Milliarden, Mhm. haben praktisch dieses Monopol. Die sitzen an der Quelle bei diesem WeChat, wo jeder Chinese, Ja. glaube ich, 2, 3 Stunden am Tag sitzt oder damit verbringt oder sitzt. Das ist ja die auch wenn sie gehen und stehen, schauen sie ja Ja. drauf. Haben ein gutes Geschäftsmodell, haben hohe Margen, Mhm. vernünftige Bewertung. Und der Witz ist es gibt in Holland 'ne Beteiligungsgesellschaft Prosus. Das ist noch einmal 'ne Ausgliederung von Naspers, 'ner südafrikanischen Gesellschaft. Ja. Und über die bekommt man Tencent mit über 40% Abschlag. Mhm. Also Prosus, hält über 100 Milliarden Anteil an Tencent Mhm. Ja. und verkauft regelmäßig Tencent-Aktien, kauft dadurch Prosus Aktien zurück. Also der Mhm. Anteil, den Prosus hat, ist etwa zurzeit 61 € wert pro Aktie. Ja. Prosus Aktie kostet nur 38. Mhm. Also selbst wenn sich Tencent seitwärts bewegt, versucht Prosus also langsam diese Schere zu schließen Mhm. zu 60. Und die haben noch ein paar andere Beteiligungen, aber Tencent macht Mhm. 90% der Beteiligungen aus. Haben noch ein paar andere, so Fintech, Mhm. Lieferdienste, Mhm. so Zeugs. Mhm. Aber Tencent ist eben, meiner Meinung nach das beste Unternehmen Chinas, Mhm. sollte vom Aufstieg profitieren, wenn der Mhm. Konsum anspringt, wenn die Werbeeinnahmen Mhm. anziehen. Keine Verschuldung, keine Skandale, wie du Mhm. eben gesagt hast bei Alibaba. Mhm. Ich meine, es gibt da natürlich keiner 'ne Garantie, dass die chinesische Partei da nicht, sich einmischt. Wo die Mhm. mal Theater hatten mit der Partei ist Tencent hat auch noch 'ne Computerspiele-Sparte, die auch Ja, ja. profitabel ist. Also, die Chinesen, die zocken mit ihren Computern
Und da hat die Regierung, mal durchgegriffen und dann gesagt, die wollen, dass Jugendliche nicht mehr als 1 Stunde am Tag spielen und haben dann die wollten die dazu zwingen, das dann eben Okay. technologisch umzusetzen, ne? Mhm. Also, so was kann natürlich passieren. Mhm. Ich meine, wenn halt in China die Regierung sagt: „Ihr ernährt euch ungesund“, dann gibt's halt kein Cola mehr, ne? Ja. Also, die Compu macht zu viel Computerspiel, dann drehen die halt einfach Ja, alles ab, ne? ja, Ja, ist das ist 'n Problem, das hast du in China, ja. ja. Ich meine, es hat alles Vor und Nachteile, muss man ja so sagen. CCP kann Sachen durchziehen. So haben sie das auch mit zum Beispiel mit der Elektromobilität gemacht. Und, dann wird es gefördert und dann gibt es einen Plan und dann wird das umgesetzt. Und Ja, überhaupt die ganze Industriepolitik ist ja, entsprechend gekennzeichnet und sie haben es ja schon erfolgreich umgesetzt, mhm. ne? Ja, die Also haben wohl vor 'n paar Jahren gab's wohl so 'ne Anweisung oder so 'n Strategiewechsel, dass sie gesagt haben: „Du, bau ist genug gebaut. ja, Die Immobilienentwickler kriegen keine Kredite mehr.“ Haben zu den Banken mhm, gesagt: „Leitet die Kredite um zu Elektrobauern, zu Autobauern. Da wollen wir jetzt die Nummer mhm, 1 werden.“ ja, Und weil du gesagt hast, Subventionen, das ist natürlich, wenn NIO zum Beispiel, ich glaube, die machen die Hälfte Verlust, ne? ja, ja, Die machen verheerend. so 10 Milliarden Umsatz, Ja, 10 Milliarden Verlust so ungefähr. mhm, Die genauen Zahlen weiß ich jetzt bei NIO nicht. ja. Ich weiß auch nicht mehr. Mhm, Das, das wird durch die chinesischen Banken, die übernehmen derzeit die Verluste, ja. genau. Andererseits kann man sagen, Tesla hat ja in der Aufbauphase auch durch Carbon-Kredite oder auch durch Kapitalerhöhungen Ja, diese ja, diese Durststrecke überbrückt. mhm, Kann man mhm, auch als irgendjemand bezahlt es, ne, diese Verluste der Anfangsphase. ja. Es ist, Und also, der chinesische Staat übernimmt es, koste es, was es wolle. Und deshalb gibt es NIO noch und wahrscheinlich auch noch 'ne ganze Zeit. Müssen wir ja. mal sehen, wie sich Ja, das in 'nem entwickelt. freien Markt würde wahrscheinlich die Bank dann irgendwann sagen: „Du, das ist uns 'n bisschen“, aber wenn dann halt das Parteibüro zur Bank sagt: „Gebt denen mal noch 10 Milliarden“, dann gibt halt Ja, die Bank denen das. richtig. Ja, Und ja, es bei den Immobilienentwicklern war's ja ähnlich und ja, die haben jetzt halt mal 100 Milliarden Schulden und ja, gut. das Geld hätten sie wahrscheinlich in 'nem etwas freieren Markt gar nicht gekriegt, ne? Richtig, das meine ich. Und, deshalb sind auch so diese schnellen Sprünge möglich gewesen, Ja. ne? Da wird quasi das Ziel gesetzt und alle Bereiche innerhalb Chinas darauf ausgerichtet. Na, Mhm. dann kommt man zu so einem guten Ergebnis. Ja, und jetzt vielleicht noch zu dieser Idee Tencent. Die sind Mhm, eigentlich jetzt die brauchen zumindest kein Kapital, mhm, weil bei den Immobilienherstellern hast du ja gesehen, das ist schön, die sagen: gib denen Geld.“ mhm. Und dann von einem Tag auf den anderen sagen sie: „Du, jetzt nicht mehr, jetzt drehen wir euch 'n Hahn zu.“ Ja, Und das kann natürlich bei so was wie Batterie, Solar, Immos auch passieren. mhm, Und dann liegen die natürlich aufm Bauch. ja, Bei den Bildungsunternehmen, die hatten so private Bildungsunternehmen auch. mhm. Das hast du ja auch gehört. Habe ich Da gehört, ja. war's dann auch Mhm, so, dass die gesagt haben, die dürfen da nix mehr dafür verlangen oder mhm, es war dann teilweise so, dass du so Bildungsangebote 'n Jahr im Voraus bezahlen musstest und das dann ganze Geschäftsmodelle. Da hat's ja, diese Tal Education Group, da kam einfach die Regierung, sagte: „Du, das passt uns nicht mehr, mhm, dass ihr irgendwelche Studenten abzockt.“ mhm, Und dann hat die halt einmal in der Woche 90% miese gemacht, ne? mhm. Ja, Ähm, deswegen ist halt, die Überlegung, dass man 'n Geschäftsmodell sich anschaut, wo einigermaßen fest im Sattel sitzt. mhm, mhm.
Ich habe zum Beispiel jetzt neben diesen großen sind zum Beispiel die Zindau Brauerei, die wachsen seit 25 Jahren, jedes Jahr ein bisschen. Die hast du, ja? Ja, ja. Ah, die ist gut. Das Bier ist gut. Ich wusste nicht, dass man da Aktien kaufen kann. Und wenn man sich den Chart seit 2000 anschaut, Mhm. oder auch, ich glaube, die letzten 5 Jahre jeweils 20 Umsatzwachstum, die Mhm. expandieren auch, die haben keine Schulden, haben Netto Cash, Mhm. Mhm. hatten teilweise von KGV von 40 notiert, weil es 'n gutes Geschäftsmodell ist, Mhm. Mhm. hatten wir jetzt gekriegt für 12. Oh, dann gucke ich mir die auch an. Das ist 'n Ähm, Ist historisch niedrig, weil es 'n Qualitätsunternehmen ist, weil es ja, 'n ja. keine Schulden, starke Mhm. Ja. Marktstellung, expandiert, Mhm. macht keinen Unsinn, ne, dass die Mhm. irgendwie irgend jetzt, wenn du anschaust, was Budweiser gemacht hat, ne, um die Marke zerstören in den USA, ne? So was das machen die halt nicht, ne? Die Ja. machen einfach jedes Jahr, äh, steigern die ihren Umsatz. Der Ja. chinesische Biermarkt wächst auch noch. Ja. Das Alter der Kunden ist noch so, dass es wahrscheinlich noch 'ne Zeit lang so ist. Mhm. Und die machen jetzt halt nix Verrücktes oder jetzt Mhm. Heineken, ne, kauft irgend 'ne Mini-Craft-Brauerei in China und schreibt sie dann nächstes Jahr wieder ab, weil's nicht funktioniert, ne? Ja, ja, ist doch klar. Ja. Und die machen so was nicht. Mhm. Und das sind so Unternehmen, die jetzt auch wenig verschulden, wenig verrückte Sachen Die und gibt's immer, ne? die Also die bewegen sich Brauerei. auch Ja, in ja. China in relativ sicherem Fahrwasser. Ja, ja. Äh, ich meine, du kannst natürlich da so 'n NIO, so 'n Elektrobauer, wo der Verlust dreimal so hoch ist wie der Mhm. Umsatz, kannst du natürlich kaufen, aber so was mache ich halt nicht, ne? Ne, würde ich auch Kann 'n nicht. anderer gern machen, ne? Ja, ja. Ah, ja. Also, ja. Ne, also, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ein also 'n Elektroautobauer aus China kaufen würde. Weiß ich nicht. Also, das ist mir zu undurchsichtig. Da werden etliche von in die Insolvenz gehen und Und ich kann gar nicht abschätzen, wer überlebt, ne? also, ich vermute mal, dass BYD schon überleben wird, Mhm. aber der Preiskampf, der jetzt entsteht, ich Mhm. meine, diese Überlebenden oder diese es gibt über 300 Elektrobauer, glaube ich jetzt. Mhm. Und die meisten davon werden pleitegehen, aber Ja. im Überlebenskampf werden die Preise senken Mhm. und sich alle möglichen Dinge einfallen zu lassen und das wird den ganzen Sektor wahrscheinlich auf Jahre hinaus belasten. Das Richtig. wird 'n Preiskampf geben, 'n Überlebenskampf Ja. und das wird auf die Margen drücken und es ist so sein wie in der Solarbranche in Deutschland. Ja. Dieser Preiskampf in Deutschland hat alle umgebracht. Mhm. Und in China hat er halt da bleiben halt ein paar übrig, ne? Genau, und die haben jetzt den Markt. Das ist das Geschäftsmodell. Ja. Ja, und so, ja, Ne, was ich mir zurzeit auch ein bisschen anschaue, das ist so was wie vielleicht noch die Indonesien, ne? ja, das kommt jetzt auch bald. Und Ja, in Indonesien ist wohl der Mittelstand im Moment ein bisschen unter Druck. ja, Und zum Beispiel, du kennst ja Unilever. ja, ja. Und Unilever ist normalerweise ein stetiges Geschäftsmodell. Mhm. Was haben die irgendwelche Waschmaschinen, Marken, Waschmittel, ja, Seife, Mhm. so Genau. Deodorants Ja, oder ja. so was Damenbinden, so Zeugs halt, ne? Ja. Das ist normalerweise ein nicht zyklisches Geschäftsmodell. Mhm. Mhm. Und für Zigaretten gilt das Gleiche. Mhm. Zigaretten ist normalerweise von der Konjunktur unabhängig. Und durch diese Wirtschaftskrise in Indonesien ist es wohl so passiert, dass die haben 20 Mittelschicht, dass fast die Hälfte Mhm. der Mittelschicht wieder unter diese Schwelle gefallen ist, Oh je, wo ja. sie eben diese Produkte nicht mehr und ich glaube,
Es gibt Unilever Indonesien, Mhm. da hat sich der Umsatz fast halbiert Das ist ja dramatisch, ne? und der Aktienkurs ist um 90% gefallen. Unilever Indien notiert zum KGV von 60. Einfach, Mhm. weil man sagt: „Du, in den nächsten 20 Jahren geht die ganze Mittelschicht, ändern sich die Konsumgewohnheiten, die konsumieren dieses Zeug dann Mhm. und es sind so viele Mhm. und da preist man mal die nächsten 20 Jahre ein.“ Unilever Indonesien hatte Mhm. ähnliche, Story Mhm. und ich beobachte die jetzt schon seit 'm Jahr Mhm. und die haben seit Jahresanfang -50 gemacht. Und das Interessante ist aber, die haben hohe Eigenkapitalrenditen. Die haben 20, 30% Eigenkapitalrendite, Ja, 20, 30% Gewinnmarge. Also, das Unternehmen ist kerngesund, ja. die haben nur Umsatzrückgänge. Mhm. Und ich glaube, die verlieren aber keine Marktanteile, Mhm. sondern das ist 'ne Sondersituation, glaube ich. Mhm. Und dann gibt's 'n Zigarettenhersteller, der heißt Gudang Garam. Die die haben so Nelkenzigaretten Oh, die schmecken. und 70% der männlichen Indonesier rauchen. Ich glaube, 1% der weiblichen Indonesierinnen. Puh. Und die haben auch, Umsatzrückgänge und Margenrückgänge. Mhm. Und das ist aber schon mal passiert. In Mhm. der Finanzkrise Nach der Finanzkrise 2008 hat dieser Mhm. Zigarettenhersteller auch schon mal auf die Mütze gekriegt. Und von Mhm. 2008 bis 2016 hat er sich verfünfundzwanzigfacht. Mhm. Und die Idee ist, dass, wenn sich das alles ein bisschen so normalisiert in Indonesien, Mhm. Rohstoffpreise erholen sich 'n bisschen, Ja, Tourismus bisschen ja, ja. und dass die sich fangen und dass dann diese starken Konsumgüterhersteller in Indonesien, also so was wie Gudang Garang und Unilever Indonesien, Ja. diese Mittelschicht, die dann wieder wachsen wird, dass die dann die Zigarettenhersteller Preiserhöhungen aufdrücken können. Die Mhm. brauchen nicht viel. Die Mhm. haben derzeit 'ne Marge von etwas über null Mhm. und leichte Preiserhöhungen, Mhm. wenn die durchsetzen können, Mhm. die haben 'n gewaltigen Hebel. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Also, ich denke auch, dass das wieder besser wird. Die werden auch von dieser Trumpschen Politik profitieren, ne? Und, mal gucken. Also, ich habe es mir noch nicht so Finde ich 'ne genau. unheimlich lustige Geschichte, diese Gudang Garang. Habe ich schon paarmal Ja, versucht oder schon paarmal, aber bis jetzt noch nicht zugegriffen. okay. Also, Ja, das ist vielleicht auch mal bloß jetzt mal so 'ne Idee, ne, für ja. irgendwann mal. Und es ist halt, eigentlich 'ne interessante Investmentthese, Mhm. ne? Ja, und die sind auch noch profitabel. Ja. Das sind Unternehmen, die haben jetzt so 15er KGV, Mhm. 7, 8% Dividende, aber die können halt ihre Gewinne, mit leichten Margenausweitungen können diese Gewinne halt durch die Decke gehen, ne? Und wo werden die gehandelt? Die kann man in Deutschland auch kaufen. Ah ja, okay. Ah, super. Ja. Man könnte es riskieren, ja. Man muss ja nicht so Und viel jetzt kaufen. diese Gudanga Ram, also Mhm. ich schicke dir noch mal den Link. Ja, Zigaretten oder von Nelkenzigaretten. Ich habe das und diese und wenn er die vergangenen interessant ist halt da die vergangenen Zahlen und die vergangenen ja. Dividenden, ne, wenn die da halt nur in die Nähe davon kommen, ne? Mhm. Die haben da teilweise im Jahr 2000 haben die 4.000, Rupien pro Aktie verdient. Das wäre 'n Mhm. KGV von 3, wenn die das hinzu Boah. und die haben halt nach der Finanzkrise das schon mal die haben sich schon mal wieder rausgewurschtelt. Mhm.
Und dann hast du halt auf einmal 'nen Konsumgüterhersteller mit fetten Dividenden, mit Ja, steigenden Margen, der kriegt dann 20er KGV drauf. ja, Und dann ja, die Gewinne und kriegst du noch den Multiplikator drauf. Da waren diese Gudam Garang, ich ja, schaue mir mal die also, nach der Finanzkrise die wurden richtig eingedost. okay, Die waren damals bei was ist es, bei 4.000 Rupien ja, und sind dann auf 90.000 Rupien in ja, nicht immer ja, in 10 Jahren praktisch, ne? Verzwanzigfacht. Wir gut. sind jetzt bei 3 und jetzt sind sie bei 13, ja. Das ist praktisch das Niveau wie vor 20 Jahren. Hm, Aber die haben natürlich Dividenden. Normalerweise nicht zyklischer Wert, aber aus den mhm, genannten Gründen hängt es dort dann doch an der Zyklik. mhm. Das Aber es macht ja nichts. Also, das muss man einfach aussitzen dann, ne? Also, und der wie ich da drauf gekommen bin, Indonesien ist der einzige Markt, wo die Tabakunternehmen noch nicht, von großen Marken mhm, also diese Philip Morris, BAT, ja, Japan Tobacco, die kontrollieren ja alles, mhm. außer den indonesischen Markt. Ah ja, okay. Wenn's Ist jetzt ja irgendwo interessant, ne? Wie Wenn's kommt's, irgendwo in ne? Afrika oder in Indien so 'n Zigarettenhersteller gäbe, dann hätte ich den natürlich schon längst gekauft, ne? Mhm, mhm. Aber ja, Ja, ist gut. Also, ich werde das alles raussuchen und dann auch hier unten verlinken dann. Ja, das war wieder ein spannendes Gespräch heute, Thomas. Und, wir werden das jetzt mal öfter machen, denke ich. Vielen Dank und bis zum gern nächsten Mal geschehen, wie dann. gesagt, Ja, ja. und für euch, wie fandet ihr mein Gespräch mit dem Thomas? Habt ihr da Anmerkungen, Kommentare? Dann lasst doch was da. Und wenn dir die Sendung hier gefallen hat, dann, gib mir doch 'n Like und vergiss nicht, Infoden zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Ja, danke, ne? Tschüss.